And I know if I take my things and leave this world, I'll be ashamed of having lost in this wicked world. And I will feel again, and I will find my heart again. I'm so misunderstood, I'm so misunderstood. Clearly I would change if I could. I'm so misunderstood, I'm so misunderstood. I wish that you Hey. Schau, ich hab deine Schuhe hier. Wow, danke dir. Ja, komm bitte. rein, komm rein. Bruder, danke dir auf jeden Fall nochmal fürs Vorbeibringen. Selbstverständlich, natürlich. Wirklich, auf dich ist Verlass. Wie sind die Bilder geworden? Die Bilder sind, wenn du wüsstest. Aber weißt du, Bruder, ich brauche noch etwas Zeit zum Bearbeiten und so. Ja, okay. Deswegen. Ja. Nein, das verstehe ich, das verstehe ich. Und sonst erzähl mal, wie geht's dir? Leben, Familie? Läuft's gut? Ja, doch. Die Woche war recht streng, muss ich ehrlich gestehen. Viele Aufträge, viele Kunden, Telefonate am Schalter. Aber ich mach's gern. Und jetzt ist sowieso Wochenende. Wenn du es gerne machst, that's the passion. Genau, Ja, das Mann. sage ich auch immer, das sage ich auch immer. Von dir habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ich sehe immer mal wieder was, so ein paar Bilder und so, aber Ja, voll. wie läuft's auf der Arbeit? Arbeit. Hey, Oder, wie gesagt, diese unterschiedlichen Projekte, die führe ich da gerade. hast du immer noch keinen Job gefunden? Keine Arbeit gefunden, ja, das ist das falsche Wort, weißt du? Ich weiß nicht. Aber bist du dich am Bewerben oder wie sieht's aus? Ja, aber ich frage mich, wahrscheinlich liegt es wohl eher an ihn oder vielleicht liegt es auch wohl bei mir. Ich weiß, irgendwas geht nicht, Bro. Weißt du, was mir da einfällt? Ich habe so einen Bekannten, der ist Berater. Hast du schon mal dir überlegt, so... Bruder, na. Warum? Komm. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen und ja, ich habe das Gefühl, die wissen alles besser oder ich weiß nicht. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber glaub mir, der Typ ist anders. Ich habe den auch schon ein paar anderen Kollegen von uns weiterempfohlen und die waren wirklich zufrieden. Also, Ich nicht, ich hab, keine Ahnung. schau, ich verstehe schon, aber okay, schau. Wir machen es so. Ich schreibe dir seine Nummer auf und da kannst du dir immer noch überlegen zu Hause. Und ich würde es dir empfehlen. Soll ich es dir aufschreiben? Ja gut, mach schon. Kann nicht schaden. Das ist wirklich gut? Der ist der Beste. Die Entscheidung ist immer noch bei dir, ob du anrufst oder nicht. Wie heißt der überhaupt? Blue? Was ist denn das denn? Ich kann nur aus Erfahrung reden. Die anderen, denen ich empfohlen habe, also die haben einen Job gefunden. Von dem her, ja. Okay. Ja gut, wenn du das sagst, ja, dann kann es nur stimmen. Ich guck mal vorbei. Apropos vorbeischauen. Ich glaube, wird wieder Zeit, bis wir wieder gehen, Mann. Aber hat mich gefreut, dich wiederzusehen, Mann. Danke fürs Vorbeikommen. Ja, immer gern, Mann. Danke fürs Vorbeibringen. Ja, natürlich, Mann. Pass auf dich auf, ja? Du auch, Mann. Ja, dann. Blue? Ey,
Blumen. Ey, Goldbissig, natürlich. Guten Tag, Herr Blumen. Von der Schule geschmissen. Haben keine Ausbildung. Keine Praktikumsstelle. Nichts abgeschlossen. Sie wollen mir allen Ernstes sagen, Sie wollen mit Film oder Fotografie. Herr Schjanga! Ist das Ihr Ernst? Wissen Sie, Herr Blum, das kriege ich schon ziemlich oft zu hören. Das mit Schule, was auch immer. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mir diese Gabe von Gott gegeben wurde. Von Gott gegeben, ja? Von Gott gegeben! Herr Schjanga, mit dieser Gabe finden Sie keine Lehrstelle. Nix. Wissen Sie, lassen Sie mich eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es nicht einfach irgendeine Geschichte, um Sie zu überzeugen, sondern diese Geschichte handelt um 3 Jugendliche. Okay? Ein Musiker, eine Tänzerin und ein Sportler. Und die läuft wie folgt. Ja, das ist es. Das ist krass. Das muss ich ihm zeigen. Das wird ein Banger. Ich komme. Hi. Ey, was geht? Also, dasselbe wie immer. Ja, ich check. Bei dir? Ja, Musik, du weißt ja, ich bin immer noch Musiker machen. Ich habe gerade einen neuen Text geschrieben. Ich habe mir wirklich viel Zeit gelassen und so. Ich wollte dich halt fragen, was du findest von dem Text. Okay, alles klar. Und? Wie findest du es? Und wie läufst du in der Schule? Willst du nicht sagen, wie du den Text findest? Ja, ich glaube, es wäre besser, wenn ich es mal höre, anstatt so lese, weil ich kann mir ja nichts drunter so vorstellen, richtig. Keine Ahnung. Aber, ja, Also ich habe eigentlich alle meine Gefühle da so reingeschrieben. So alles, was ich so in meinem Kopf hatte. ich weiß nicht, ich finde halt, du sollst dich vielleicht ein bisschen so auf die Ausbildung so fokussieren. Das ist wirklich wichtig und ich weiß nicht, hier in der Schweiz und Musik. Ja. Aber ja. Danke. Trotzdem. Must be around 4 a.m. I got money on the line. Miss cool around 4 a.m. Tell me what was on your mind. Damn. Must be around 4 a.m. I got money on the line. Miss cool around 4 a.m. Tell me what was Was los, oder was? Boah, alles gut, alles gut. Was ist die Problem, ne? Wurdest du nicht angenommen? Boah, alles gut, Mann. Ich wusste es doch, ne? War doch klar. Hast du gehört, ne? Ja. Ja, spiel hier weiter. Klar, war klar. Spiel hier weiter, Mann. War klar, war Alles klar, war gut, klar, spiel ne? Ich wusste es, ne? Ich wusste es. Jungs. Hattet ihr nie Träume? Wolltet ihr nie etwas werden? Ich wollte mal singen wie Michael Jackson, Bruder. Ja, Bro, schau ihn zum Beispiel an. Er ist gut in der Schule. Schau ihn an. Du kannst gut Haare schneiden, Bro. Schau dich an. Du kannst gut Klavier spielen. Bruder, jetzt mal ohne Spaß. Du weißt doch ganz genau, nur die wenigsten schaffen es nach oben. Das ist doch normal. Bro, Jordan, LeBron James, Cristiano Ronaldo, die haben es ja auch geschafft. Aber du bist kein Cristiano Ronaldo, ne? Ist dir schon klar. Bro, ich habe die Möglichkeit trotzdem, ne? Deswegen, ich kann es versuchen. Hallo? Mama? Mimi? Ok. Ouais, ça va. Maria. Hola, Mimi. Ok. À toutes. Also, Bro, man sieht sich, ne? Man sieht sich. Mach's gut. Hey, ciao. Also.
Difference does it make? Baby, I never thought that you fall in love with me. Now I hear you, I go and say, you just wanna waste my time. You just wanna taste my patience, but you could never take my pride. Well, now you know that I'm just dangerous. Girl, it's dangerous. So dangerous. Ey Star, ich sehe dich immer wieder am Tanzen und Tanzen. Ja, Elena, schön dich zu sehen. Ey, by the way, ich habe mich jetzt endlich fürs Medizinstudium beworben und 3 Monate Mauritius danach. Wie genial! Das wolltest du doch schon immer machen. Wenn du wüsstest, wie detailliert mein Lebensplan aussieht. Aber genug von mir. Wie sieht's bei dir aus? Ist Tanzen immer noch auf der obersten Liste? Ja, und wie? Es macht so übelst viel Spaß. Ich fühle mich frei und voller Energie. Und es macht dann alles irgendwie Sinn, weißt du? Star, hör mal zu. Es geht nicht immer nur ums Tanzen. Und du wirst mit dem kaum Geld machen. Ebenfalls ist das Business kein Zuckerschlecken. Ja, klar. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Komm, du hast bestimmt Hunger. Lass uns essen gehen. Herr Schonga, Sie erzählen mir eine Geschichte, die ich schon so oft gehört habe. Etwas, was reif scheint. Aber im Leben, man kann sich nicht immer alles wünschen. Es klappt halt nicht immer alles so, wie man es will. Aber wissen Sie, Herr Blum, es geht hier nicht nur um einen Traum oder einen Wunsch, sondern es ist eine Leidenschaft, eine Passion. Nicht jeder Mensch kann das nachvollziehen. Ja, klar. Aber was macht Sie denn so besonders, so ausstehend? Ganz einfach. Ich meine, wer träumt nicht davon, reich zu sein? Oder die schönsten und schnellsten Autos der Welt zu fahren? Oder frei zu sein, loszufahren und in jeder Zeit in den Urlaub zu fliegen? Der eigentliche Unterschied liegt darin, dass nicht jeder Mensch den Mut dazu hat, sich unabhängig von anderen zu machen, sich hinzustellen und seinen eigenen Ambitionen kompromisslos zu folgen und diese auch schlussendlich zu verwirklichen. Wenn du den Moment meisterst, in dem dein Atem brennt und dein Herz schreit, dann hält dich nichts mehr auf, zu keiner Zeit. Die eigentliche Frage ist, ob sie bereit sind, das volle Risiko einzugehen. Wie machst du das? Was meinst du? Genau das. Mach das nochmal. Was denn? Dieses Lächeln. Als ob du noch nie traurig gewesen wärst. Es ist nicht immer so, aber wenn ich tanze, fühle ich mich irgendwie frei von allem. Schau, Star, das, was ich letztes Mal gesagt habe, nehme ich zurück. Wenn ich dir beim Tanzen zuschaue, dann habe ich das Gefühl, einer Weltmeisterin zuzuschauen. Ach komm, hör schon auf, Elena. Du weißt genau, dass diese Freude beim Tanzen nicht nur von mir kommt. Da steckt mehr dahinter. Die Probe, ne? Wurdest du nicht angenommen? Alles angenommen. Ich wusste es, ne? Ist doch, ne? War klar, ne? Bruder, schau. Ich habe über deine Worte nachgedacht. Und ich sag's dir ehrlich, ich versteh's nicht. Warum willst du denn diesen Weg gehen? Bruder, ich glaube dran. Ich glaube schon, dass ich schaffen werde. Was meinst du mit, ich glaube daran? Ich bin mir sicher. Die Talente, die ich da bekommen habe, Bro, das ist nicht ohne Grund da. Ich weiß, wenn ich durchziehe, Bro, es wird klappen. Zu 100%. 100%. Check. Aber eine andere Frage. Meinst du das ernst mit dem Haarschneiden? Bro, ohne deine Haarschnitte, ne? Ich wäre nicht den freshesten Nigger da draußen. Ding! Ja. Shit! Ja. Das war tough, ne? Yeah, you did that. I ain't gonna hold you. I ain't gonna hold you. Hey, that come good. I ain't gonna hold you. That come good. Yes, Yeah. Ich brauch ein bisschen Pause, ja. No worries, Bro. Setz dich einfach dahin, Bro. Setz dich einfach dahin, Bro. Erzähl mal.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Musik zu machen? Nimm mich Wunder. Wird das jetzt ein Interview? Oh, like, what happened? Chill einfach und erzähl. Bro, also ehrlich gesagt, ich habe mich eigentlich schon immer so für Musik interessiert, schon so als kleinen Jungen. So, Ja, check ich Mann, meine. ja, Also Mann, es war ich so, ich habe meinen ersten iPod bekommen, so als Weihnachtsgeschenk. Und dort habe ich eigentlich so durch so das Internet halt Chief Keef kennengelernt. Und ich habe einfach immer die Production gefühlt, so vor allem die Beats von Dolan Beats oder Young Chop. Es war insane, es war einfach insane. Und dann, als ich so 14, 15 war, wollte ich zuerst mal selber Rapper werden. Aber ich musste schnell checken, so, ich bin terrible, ich bin trash. Ich musste ehrlich sein mit mir. Aber wenn es nicht mit Rappen wird, dann mache ich aber trotzdem irgendetwas in der Musik. Und dann kam es halt zu producen, weil ich habe mich immer daran erinnert, wie mich die Production so von Dolan oder Young Chop oder von anderen Rappern mich mitgenommen hat. Und so habe ich eigentlich das Ganze so gemacht. So, check ich meine. Okay. Und so ging es dann weiter. Jetzt bist du dran, erzähl von dir. Ja, bei mir, es war so, ich war halt 10 Jahre alt und dann hatten wir Musikunterricht. Und ich wollte selber diese Bar schreiben, weil ich habe Musik gefühlt. Und dann habe ich angefangen, selber meine eigenen Texte zu schreiben mit meinem Musiklehrer. Und ja, ich habe das richtig gefühlt und dann habe ich das immer weitergemacht. Ja. Und ich sehe mich so in dem wieder. So. Deswegen bin ich so zur Musik gekommen. Ja. Und jeden Tag am Hustlen, ja. Ja, du bist ja verrückt, das ist ja crazy. Woher nimmst du eigentlich diese ganze Energie? Passion ist alles bei mir so. Ich mache alles aus Leidenschaft, ich stecke so viel Zeit rein. Manche Leute checken das gar nicht. Also zum Beispiel jetzt, jeder geht Ferien. Ich komme nach Hause, ich schreibe Texte, ich nehme auf in der Mittagspause bei Arbeiten, auch früher in der Schule. Ich mache alles. Und ja, ich will einfach die Leute damit erreichen. Ich will die überzeugen mit meiner Musik. Ich will zeigen, ich bin hier, das bin ich. Ich probiere jeden Tag irgendwie irgendwas mit Musik zu machen. Auf jeden Fall einmal in der Woche einen ganzen Track aufnehmen und produzieren alles selber, Na, du bist crazy. Respect that. I respect that. Crazy. Lass weitermachen, ja? Machen wir weiter. Komm on. Wissen Sie, Herr Blum, ich frage mich, was ist eigentlich Ihre Passion? Ich würde schon immer mal ein Buch schreiben. Ist ja gut. Nehmen Sie sich doch Zeit. Apropos Zeit. Und tun Sie es. Die Zeit ist vorbei. Nicht solange die Zeit noch tickt und die Licht bringt. Was ist mit dir? Wie geht deine Geschichte? Hast du schon angefangen?
walking, and I'm walking, and I'm walking, and I'm walking, and I'm walking. Step to the left, to the right, and I'm walking. Step to the left, to the right, and I'm walking. To the left, and the right, and I'm walking. Hey!